Wo ist der Schlüssel? Sag, wissen, wo der Schlüssel ist. ich will wissen, ich hab den Schlüssel gefunden, verdammt, was filmst du? Ja. Ich hab den Schlüssel gefunden. Er war im DT, das sind 1000 Schlüssel, die haben alle geklaut. Ich bin nicht nur nicht gekommen, ich bin sogar hier. Sie haben mich nicht nur nicht eingeladen, ich habe auch eine Reaktion. Die haben mich nicht nur nicht eingeladen, ich bin trotzdem gekommen. Ich wollte schauen, ob es kostenlosen Kaffee gibt. Ich bin zwar nicht eingeladen, aber ich wollte trotzdem mal vorbeischauen. Sie haben mich zwar nicht eingeladen, aber ich habe trotzdem was zu sagen. Ich bin nicht nur nicht eingeladen, ich werde auch gleich wieder gehen. Sie haben mich nicht nur nicht eingeladen, ich hatte auch nichts Besseres zu tun. Sie haben mich nicht nur nicht eingeladen, mir war einfach auch langweilig. Sie haben mich nicht nur nicht eingeladen, Sie werden noch über mich reden. Wir haben uns nicht nur nicht eingeladen, wir sind sogar gekommen. Sie haben uns zwar nicht eingeladen, aber wir haben es uns nehmen lassen. Sie haben mich nicht nur nicht eingeladen, ich bin sogar hier. Sie haben uns nicht nur nicht eingeladen, Sie werden noch über uns reden. Sie haben uns nicht nur nicht eingeladen, sie haben uns sogar wieder ausgeladen. Liebes Publikum, herzlich willkommen zu Mind the Trap. Als wir Menschen mit den Labels junge Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund aus nicht westlichen Ländern, Menschen mit Behinderung und Menschen mit geringen Einkünften den Flyer, ich meine das Faltblatt von Mind the Gap angeschaut haben, fanden wir es sehr rührend und niedlich, dass die VeranstalterInnen darauf gekommen sind, dass es Zugangsbarrieren gibt. Ein ambitionierter Versuch, etwas zu verändern. Uns sind jedoch einige erhebliche Traps aufgefallen. Deswegen wollten wir, ein Bündnis von kritischen Kulturschaffenden, es uns nicht nehmen lassen und dazukommen. Sie haben uns nicht nur nicht eingeladen, wir sind trotzdem gekommen. Wir sind gekommen, um euch eine helfende Hand zu reichen und kostenlos Nachhilfe zu geben, man könnte es auch Entwicklungshilfe nennen. Wir haben uns gewundert, dass es den Begriff Hochkultur noch gibt. Anscheinend sind einige Menschen mit Ressourcen der sogenannten Hochkultur ausgestattet, so hoch geklettert, dass sie mittlerweile mit einem großen Abstand von oben herabblicken und dadurch in eine Kulturferne gerückt sind, aus der sie alleine nicht mehr zurückfinden. Wir haben uns gefragt, warum hier keine Menschen of Color referieren, keine Menschen, die aus der Praxis kommen, keine Menschen, die in der Praxis mit wenig Einkommen leben müssen, keine ExpertInnen mit Behinderung etc. Schlichtweg sind hier keine Betroffenen als ExpertInnen eingeladen. Das monokulturelle Biotop redet mal wieder über uns, um sich am Leben zu erhalten. Wir haben uns gefragt, warum eine Tagung, in der es um Zugangsbarrieren geht, 40 € kostet, keine GebärdendolmetscherInnen bereitstellt, nicht in andere Sprachen übersetzt und keine Kinderbetreuung anbietet. Wir haben uns gefragt, warum Jugendliche, um die es hier auch geht, nicht teilnehmen können, da diese Tagung zu einer Uhrzeit stattfindet, in der Jugendliche meistens in der Schule sind. Und wir haben uns gefragt, warum die Diskriminierung von Menschen an Kulturinstitutionen aufgrund von Rassismus, Sexismus, Klassismus, Ableismus etc. nicht beim Namen genannt wird. Fallen überfallen. Schwellen, die Schwellen sind hoch, wie Sie sehen, meine Damen und Herren, und alle, die sich anders definieren. Um es Ihnen einfacher zu machen, an der Gesellschaft im 21. Jahrhundert zu partizipieren, haben wir uns überlegt, wie wir Ihnen ein niedrigschwelliges Angebot machen können und haben eine alternative Fachtagung mit dem Titel Mind the Trap konzipiert. An dieser Veranstaltung werden ExpertInnen, die hier leider fehlen und zuhauf vorhanden sind, teilnehmen. Wir haben uns sogar die Zeit für Sie genommen, eine Liste mit ReferentInnen zu erstellen, die man einladen hätte können. Wer mehr über diese Intervention erfahren möchte, ist morgen um 14 Uhr herzlich eingeladen, vor das Deutsche Theater zu kommen und uns bei unserer Stellungnahme bzw. Pressekonferenz zu besuchen. Sie haben uns nicht nur nicht eingeladen, wir gehen jetzt auch wieder und wünschen euch viel Spaß dabei, über uns zu reden und nicht mit uns.
Wir lassen euch nun in eurer Parallelgesellschaft alleine. Mit freundlichen Grüßen, das Bündnis Mind the Trap. Es wäre ja auch möglich, dass Sie da bleiben. Wie wäre das, dass wir Sie spontan einladen? Zu spät. Also das wäre zumindest mal das Angebot, was ich in den Raum stellen wollte. Ja, meine Damen und Herren, zunächst mal danke für diese Auftaktinformation, die auch wieder deutlich macht, wer handelt, macht sich natürlich auch immer angreifbar, aber wer handelt auch in einer bestimmten Weise und in einer anderen Weise wieder nicht. Und diese Infragestellung muss man, glaube ich, auch aushalten und vor allem auch damit umgehen oder darauf antworten.